Puffens, wie geht's euch alle? Wir sind wieder da. Nachbarn machen ein bisschen Lärm. Hoffentlich hört man das nicht im Video. Aber ich habe mein Mikrofon hier. Pock, pock, pock. Ich denke, das geht gut. Ne? Okay, was haben wir heute für euch? Ja, diese Top 3, Top 5, das gefällt Ihnen sehr gut, glaube ich. Also haben wir das heute nochmal in Sendung. Wir haben heute unsere Top 4 von meistverkaufte Vergaser. Ja, und man weiß alles, ein Vergaser ist natürlich ganz wichtig beim Einstellen vom Motor. Ein Zylinder ist im Prinzip ein ziemlich dummes Ding. Ne? Ein Auspuff, ja, ist ein Auspuff. Ne? Ein Rohr mit Dämpfer, fertig. Ne? Da sind natürlich Unterschiede, aber das ist alles gut einzuteilen. Aber eine Vergaser wie Kupplung und Zündung muss man richtig einstellen. Also ich denke, es ist sinnvoll, ja, dass wir heute eine Top 4 machen von unseren meistverkauften Vergaser. Jetzt geht's los. Und als erste, auf 4, unsere Polini CP. Und das hier ist unsere Klemmversion. Mal sehen, ich habe hier einen Schraubendreher. Weil das ist noch neu in Karton. Also nicht sagen, Leute, wenn das nächste Woche bei euch zu Hause kommt, ja, Verpackung war bereits geöffnet. Testmodell für unsere Video, ne? Polini CP. Eigentlich etwas moderneres kann man nicht kaufen. Das ist eine neu entwickelte Vergaser vor, ich glaube, die sind jetzt 10, 12 Jahre im Handel zu kaufen. Ja, super Verarbeitung, typisch Polini, leicht, ist eigentlich für, Schraube, ist eigentlich für Roller gedacht, aber funktioniert auch sehr gut an unsere Puchs. Nicht an eine Straßenpuch natürlich. Das hier ist auch eine 21 mm, ist unsere meistverkaufte, aber die meistens kommen die ja in eine 74 Kubik Zylinder oder eine frisierte, getunte Zylinder 70 Kubik, weil 21 mm geht nicht auf eine original schnelle Zylinder, entweder 50 Kubik oder 70 Kubik. Da muss man echt etwas machen am Zylinder. Zum Beispiel, wie wir bei uns an unsere Rennmaschinen. Rennmaschinen von uns übrigens 19 mm erlaubt, keine 21. Oder man muss XP fahren, dann ist bis 24 erlaubt. Na, was kann ich weiter darüber sagen? Ganz schöne Vergaser, wie gesagt. Choke ist hier. Wir haben alle Teile dafür. Alle Düsen, Nadel, Nebendüse, Standgasdüse. Man kann das eigentlich, nach eigenem Wunsch kann man das abstimmen. Einzige, was wir erfahren haben an zum Beispiel eine Giladoni, dann funktioniert so eine Vergaser nicht so gut. Ja, geht, aber dann muss man echt einen Abend oder eine ganze Samstag am Abstimmen oder vielleicht mit Prüfstand dabei. Dann geht's. Dann fahren wir am liebsten mit einer Delotto. Delotto. Kommt noch. Und wie gesagt, moderne Technik. Alles hier, ja, ist konisch. Um das alles eine optimale Verbrennung zu machen. Ja, und weiter. Ja, Jungs, hier kann noch Standgas, ist hier noch. Hier ist noch eine Luftgemischschraube drauf. Man kann eigentlich einstellen, wie man das will. Also 21 mm Polini CP ist auf Stelle 4 und wird, ja, das sind noch, ja, auch noch schön. Da kann man sehen, dass das Roller ist, ne? Dann sind hier noch diese 2 drauf. Das ist für, wie sagt man das? Automatische Ölmischung. Also brauchen wir nicht. Daher haben die gut darüber nachgedacht bei Polini. Sind diese 2 Gummihülsen dabei. Draufstecken. Da kann man noch eventuell so mit einer Tie-Rip. Aber passt. Typisch Polini. Qualität und ja, fährt ohne Ende. Auch diese, ja, das ist noch schön, um das zu zeigen vielleicht. Gasschieber ist verchromt. Ne? Ja, das sagt schon genug. Ne? Beinhart, kein Verschlies. Also super Vergaser. Müssen wir gleich wieder weiter. Ich komme noch auf diese Polini CP, komme ich noch zurück am Ende von diesem Video. Ne? Kein Problem. Gehen wir nach Nummer 3. Ja, Stelle 3. Eine Delotto Vergaser. Eine 21er. Aber das hier ist keine 21er, weil nicht vorrätig.
Okay, also 20er, aber baugleich. Nur 1 Millimeter kleiner, ne? Ja, der Lotto PHBG. Wieder Klemmversion. Ich denke, das ist, dass Leute das natürlich am einfachsten finden. Ne? Finde ich auch. Wir haben auch ein Ansaugstützen dafür. Ja, und dann ist die Klammversion natürlich am einfachsten. Wir haben diese auch in Steckversionen, aber das zeige ich später mit Polini. Ne? Ja, eine ganz universale Vergaser eigentlich. 21 mm, also wieder ziemlich groß. Es sind viele Leute, die also ihre Zylinder tunen oder frisieren, wie man das sagen will. Wieder eine 21er. Und da haben wir auch ein bisschen gestaunt, weil, ja, so groß, ne? Also viele Leute machen noch richtig etwas am Zylinder, Auspuff, Zündung, Vergaser natürlich. Ja, was haben die geändert letzt? Ich glaube, da sind noch ein paar Bilder im Shop, die sind noch alt. Schreibt das einfach in die Kommentare, wenn das noch so ist, ne? Kann man nachsehen. Also jetzt ist hier so eine Schraubdeckel drauf. Und das war früher mit 2 Schrauben. Ne? Und jetzt ist das einfach gemacht. Ich finde das sehr nett. Aber wie gesagt, Bilder muss ich mal nachsehen noch. Auch wieder ist beprüft. Ne? Diese Vergaser ist bereits, ich denke, schon 30 Jahre im Handel. Also ist immer gut. Und wenn wir eine Ghilardoni fahren, dann machen wir immer so eine drauf. Ne? Ich zeige noch etwas, weil Leute fragen uns, welche Luftfilter passen hier drauf? Nou, ich finde unsere Twin Air im Shop sehr schön, aber dann braucht man diese Adapterring. Die kann man hier draufschrauben und das Schönste ist, das geht natürlich wieder nicht leicht, ne, vor Kamera. Oh, immer dasselbe. So, ja, schraubt man drauf und dann passen diese Twin Air Luftfilter von diese Adapter geht. Nachbarn, ne? Die machen echt so einen Lärm. Konzentration ist schlecht heute. Also dann wird Luftfilteranschluss hier geht von 32 mm auf 35 mm. Und dann haben wir sehr viele schöne Luftfilter. Weil 32, ja, da haben wir nicht so viel drin. Ja, nur diese Filzfilter oder Powerfilter. Aber wenn man das richtig gut machen will, dann nimmt man eine Twin Air Filter. Funktioniert einfach viel besser. Also 21er, was hier ein 20er ist, sind ausverkauft, also bitte wart noch mal. Ich hoffe, die sind in 2-3 Wochen wieder hier. Auf jeden Fall vor Dezember natürlich. Ne? Und ja, wenn ich etwas vergessen bin, Leute, schreibt das einfach in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an info@pushshop.de. Ne? Okay, super. Natürlich kommt hier noch ein bisschen Kleinkram dabei. Zum Beispiel diese Adapter hier. Er sind 2 dabei, sehe ich. Man kann das noch umbauen, sehe ich, weil jetzt ist das Ziehstarter. Man kann das auch bei dieser, auf jeden Fall bei dieser 20er, ist auch noch ein Umbauset dabei. Da kann man eine Salzsug-Choke einbauen. Wusste ich gar nicht. Okay, weil ich nehme immer eine 20er. Also, kommt hierbei, dann gehen wir zum Nummer 2. Ja, unsere Nachbau 17,5 der Lotto Vergaser. Ich denke, das hat damit zu tun, dass die auch im Set sind. Und wir verkaufen sehr viele Sets mit Zylinder, Vergaser, Auspuff, Bedüsung dabei. Aber die werden natürlich auch sehr viele einzeln verkauft. Daher Nummer 2. Was wir hier haben, ist eine gute Nachbau. Ich weiß, wenn viele Leute das Wort Nachbau hören, dann sind die gleich, wow, Nachbau, alles Scheiß. Ja, die sind vielleicht, aber nicht immer, etwas schwieriger beim Abstimmen, aber die funktionieren einfach tadellos, wenn beim richtigen Abstimmung ohne Probleme. Sind fast eigentlich 1:1 Nachbau wie der Lotto PHBG. Das ist natürlich auch eine Nachbau 17,5 PHBG. Vorteil davon ist von 17,5 mm, dass es gleich am Einlass passt, also mit Einlass passt, muss ich sagen, weil eine Einlass von 50 Kubik und 70 Kubik Zylinder sind nur geeignet bis 17,5 mm. Will man größer fahren, dann muss man Einlass um 1 mm verbreiten. Man kann natürlich noch ein bisschen arbeiten am Auslasskanal, aber
muss man nicht unbedingt machen, die sind oft groß genug. Also nicht wie in eBay, 20 PS Set mit 21er Vergaser und ein 70 Kubikzylinder. Funktioniert einfach nicht. Echt, funktioniert nicht. Abstimmung wird ein Drama. 17,5 ist Maximum. Da haben wir natürlich noch eine Basiseinstellung, ne, bei dieser Vergaser. Beim Nachbauvergaser sind die Düsen sind immer blanco, also ohne Nummer. Ja, wieso machen diese Fabriken das? Weil die können natürlich nicht wissen, wo wir diese Vergaser einbauen. Also die machen das einfach nur, dass wir gewarnt sind von, ey Leute, achte drauf, diese Düse, die hier, Hauptdüse, die hier drin ist blanco, also ohne Nummer, kauf dir ein Set dabei. Weil man muss zum guten Abstimmung kommen. Und ja, ich weiß aus Erfahrung, dass bei einer 70 Kubik, entweder PSR oder Airsal, dass eine 76, 78er Düse ist immer angesagt. Aber ist per Motor anders, ne? Hänge mich nicht drauf, weil ich kann das nicht 100% sagen. Ne? Und diese Luftgemischschraube, die dreht man ganz ein, als Basiseinstellung, ne? Also, sieh mal, die sind von Fabrik aus gar nicht eingedreht. Und dann halb, 1, 1,5 aus, das ist Basiseinstellung. Man will nicht, bei dieser Luftgemischschraube, will man nicht zu weit, also 2 Umdrehungen geht noch. Und 1 Umdrehung ein geht auch noch. Aber wenn man auf 1,5 ist oder 2,5 Umdrehungen aus, dann ist etwas nicht richtig. Ne? Dann ist oft etwas los mit deiner Hauptdüse. Entweder zu groß oder zu klein. Erstmal Hauptdüse anpassen, weil wenn man ausdreht, bekommt es mehr Luft und Gemisch. Eindrehen ist weniger. Na, also wichtig. Und man kann das auch einfach testen, wenn deine Düse zum Beispiel zu groß ist. Und man dreht an diese Luftgemischschraube, wenn man ein- oder ausdreht und da passiert nichts, dann ist Hauptdüse zu groß. Ne? Oder zu klein. Aber nee, zu klein, zu groß, immer zu groß. Kann man etwas kleiner gehen, wieder diese Schraube, Luftgemischschraube, 1,5 einstellen und wieder erneut anfangen. Also da kann man einen ganzen Tag damit beschäftigt sein. Ne? Aber macht nichts. Ja, genauso wie beim Original. Diese Adapterring ist angesagt. Dreht leichter als beim Original. Und dann kann man wieder eine Twin Air Power Luftfilter drauf machen. Mal sehen, ob da... Nou, da ist weiter nichts dabei bei diesem Vergaser. Also, aber diese Stellschraube ist schon dabei. Nur eine Ziehstarter. Ja, aber wer braucht eine Baudenzug-Starter? Ne? Habe ich noch nimmer gemacht. Also, das war unsere Stelle 2. Fragen? Kommentare, ne? Gehen wir zum absoluten Gewinner. Absolute Nummer 1. Unsere Nummer 1, ja, das hatte ich schon erwartet. Viele erkennen natürlich das kleine Karton. Und da kommt so eine, was war das auch schon wieder? Bubbelfolie. Ich weiß es nicht mehr. Ihr habt es schon gesagt in einer unserer Kommentare, wie das heißt auf Deutsch. Aber macht nichts. Auf die Seite. 15 mm Bing Nachbau. Und jetzt wieder, scheiß Vergaser, oh Mann, so ein... Nee. Ich verrate ein klein bisschen. Wir verkaufen, echt wahr, 2000 davon im Jahr. Also mehr als sag mal 180 im Monat. Kann man fast nicht vorstellen. Ne? Und was wir zurückbekommen im Jahr, kann ich auch ehrlich sagen, ich denke 7, 8 Vergaser auf 2000, der echt nicht gut ist. Aber das haben wir auch mit Polini, haben wir auch mit der Lotto, haben wir auch mit unseren anderen Teilen. Das sind natürlich immer ein paar Montagsteile dabei. Aber das hier ist ein richtiger guter Vergaser. Mal schauen. Wir haben alle Teile dafür. Alle Reparaturteile haben wir dafür. Ganz einfach. Kann nicht schief gehen. Nur Hauptdüse ist hier zu finden. Hauptdüse anpassen, vielleicht noch Nadel ein bisschen anpassen und dann auf eine Standardset, 50 Kubik oder eben eine Standardzylinder bringt das schon etwas. Nur wenn es keine, wie sagt man das, Plombe
im Einlass ist. Ne? Die muss raus, aber die bekommt man nicht mehr gut raus. Kann man besser, wenn man all diese Stunden zählt, kann man besser eine 50 Kubik Airsal oder PSR oder, naja, sag's mal kaufen. Das ist viel besser, Power One, DMP. Bei 70 Kubik bringt das echt etwas. Man kann natürlich ein 70 Kubik mit 12 mm fahren, ohne Probleme. Aber eine 15er samt 15er Ansaugstütze mit Original, ich finde immer, habe ich schon in einem früheren Video gesagt, Original Luftfilter, immer gut. Loch absägen, fertig. Ja, ich kann nicht so viel drüber sagen. Wir haben natürlich noch diese Stellschrauben, die so in 90 Grad laufen. Wir haben eine Choke-Erlängerung, haben wir noch wie Original. Geht da etwas kaputt, dann sind alle Teile auch billig zu finden. Ne? Die sind nicht teuer, auch nicht bei uns im Shop. Ich denke auch, wir verkaufen das natürlich auch sehr viel im Set. Auch wieder hier, Düse übrigens, blanco, ohne Nummer. Also immer ein Set dabei bestellen oder ein Set im Shop bestellen, komplett. Dann sind Düsen dabei. Ja, absolute Gewinner. Also, war hier Nummer 1 und dann kommt der Rest eigentlich. Weil die meisten Leute fahren einfach diese Vergaser. Auch mit Spritverbrauch, ja, ist natürlich diese größere Jungs, ja, die verbrauchen einfach mehr. Und wenn man das zum Schule fährt oder zum Arbeit, dann will man auch nicht so viel Sprit zahlen. Ist teuer heutzutage, ne? Boy. Und Öl auch, ist alles so sauteuer geworden. Ja, und so mit einer 15er Vergaser, ja, dann fährt man einfach ja, mit normales Verbrauch, ne? Etwas mehr als Original. Kann natürlich, man muss auch das Gemisch natürlich nicht zu fett, Leute. 1/40 maximal, 1/50 geht auch super. Aber im Rennen nicht, ne? 1/40. Also ja, absolute Nummer 1 hatte ich auch schon erwartet. Sind nicht viele Probleme damit. Man liest nur Probleme im Internet. Oh, Internet. Ja, Facebook. Nur Probleme. Okay. Aber unsere, ja, wie sagt man das? Unsere Ziffern, die zeigen eigentlich anders, ne? Und ja, da muss ich noch etwas dazu sagen. Wir haben die im Shop und das ist noch ein bisschen verwirrend. Wir haben diese Nachbauvergaser mit 4 und 3,5 mm Düsen. Also gut lesen im Shop, was man bestellt, da kann man auch die richtigen Düsen dazu bestellen. Also das ist noch echt richtig wichtig. Früher waren die nur 4 mm, aber wir haben 2 Lieferanten und einer macht das mit 3,5. Sind die da ausverkauft, kaufen wir natürlich die andere, die sind 4 und ja, vice versa. Und ja, also wir kontrollieren jede Vergaser eigentlich, wenn die im Regal, wenn da eine neue Batch reinkommt, ne, vom Lieferant, kontrollieren wir das. Oh, jetzt ist das wieder 4 mm. Also die gehen im Regal beim 4 mm, 15 mm Vergaser, die andere gehen mit 3,5. Also ja, immer, das ist echt wichtig. Gut lesen beim Produkt, richtige Info ist dabei. Dann weiß man auch genau, welche Maß, 3,5 oder 4 mm Düsen man bestellen muss. Ne? Das ist noch ein richtiger Tipp. Dann komme ich noch zurück auf ein paar Versionen. Und dann nehme ich wieder unsere Polini CP. Aber ich habe noch eine Polini CP. Wir haben also beim Delotto und Polini haben wir Steck- und Klemmversionen. Oh, wieder ein Karton. Da werden ein paar nicht froh. 2 dieselbe Vergaser. Steck, Klemm. Hier sieht man, die montiert man mit einem Gummi. Also, Vorteil davon ist, dass es weniger Vibrationen sind und dass der Brandstoff, also Benzin, kann nicht, wie sagt man das, schaumen? Schaumen, wie man Haare wascht, dann kommt doch Schaum. Ja, Schaum ist richtig, denke ich. Also, das ist ein Vorteil. Das ist einfacher. Aber ja, wir fahren im Rennen immer mit Gummi, 2 von diese, wie sagt man das, diese Klemme drauf. Und ja, dann hat man, und, oh ja, auch noch wichtig, Zylinder wird natürlich heiß. Und man kann sich so vorstellen, dass mit Übertrag von Alu auf Alu, ne, vom Zylinder, Ansaugstütze, das ist Alu, dann hat man mehr Hitze statt mit einem Gummi. Dann bekommt man nicht so viel Hitze vom Zylinder im Vergaser. Und Hitze, oh, das macht keine Zweitakt, ne? Also ja, das ist noch ein deutlicher Unterschied. Ja, wie gesagt, wir haben die beiden Versionen. Auch Delotto hat diese beiden Versionen.
Habe ich nicht mitgenommen. Vielleicht hatte ich das gemacht, aber bin ich einfach vergessen. Also, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder eine Top 1 bis 5, aber vielleicht auch nicht. Wir haben noch eine schöne Sendung, da gehen wir diese Woche hin. Also gehen wir wieder auf Besuch bei einer von unseren Kunden. Also, ja, ist auch schön. Und vergessen nicht, Klingel drücken, Kommentare zu schreiben, E-Mail an info@boekshop.de und bis zum nächsten Mal. Ciao.